Moin Moin und herzlich willkommen hier aus meinem Büro in Osnabrück. Wie ihr wisst, arbeiten wir Europaabgeordnete während der Corona-Pandemie aus dem Homeoffice und nicht aus Brüssel und Straßburg. Heute will ich euch aber ein Update zur Digitalpolitik im Europäischen Parlament haben. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass mein Ausschuss, der Rechtsausschuss, an einem sogenannten Initiativbericht zum Digital Services Act arbeitet, für den ich Berichterstatter bin. Jedenfalls habe ich euch dazu schon mal was erzählt, verlinke ich euch oben nochmal. Gestern habe ich meinen Berichtsentwurf endlich abgegeben, also quasi meinen Vorschlag dafür, was im Bericht stehen soll. Und deswegen will ich euch heute meinen Bericht vorstellen und auch ein bisschen das Verfahren dahinter erklären. Aber gehen wir zunächst mal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich ein Initiativbericht? In den meisten Mitgliedstaaten dürfen auch die Parlamente selber Gesetzesentwürfe verfassen und abstimmen. Beim Europäischen Parlament ist das nicht der Fall. Wir können nur über Gesetze abstimmen, die die Kommission offiziell vorlegt. Aber wir können sogenannte Initiativberichte annehmen. Wenn wir als Parlament das Gefühl haben, dass die Kommission zu einem bestimmten Thema handeln muss, können wir aus eigener Initiative heraus einen Antrag an die Kommission stellen. Und wichtig, wir können ihr dabei auch noch einige politische Punkte mit auf den Weg geben, was sie in diesen Vorschlag bestenfalls reinschreiben soll. Und solch einen Initiativbericht habe ich in den letzten Wochen zum Digital Services Act geschrieben, zusammen mit meinem Team. Vielen Dank dafür. Was ist jetzt dieser Digital Services Act? Die Kommission hat bei ihrem Antritt angekündigt, ein großes Gesetzespaket auf den Weg bringen zu wollen, in dem Online-Plattformen reguliert werden. Da geht es vor allem um die Frage, wie Plattformen, auf denen Inhalte geteilt werden, also Social-Media-Plattformen, mit den Inhalten umgehen sollen, die von Nutzerinnen und Nutzern hochgeladen werden. Im Kern geht es um die Frage, wann und wie können Plattformen Inhalte löschen? Und jetzt stellt ihr euch die Frage, Moment mal, warum muss die EU da aktiv werden? Wir hatten doch im letzten Jahr gerade die Debatte um die Urheberrechtsreform, um Uploadfilter, um Artikel 13 und um Artikel 17. Und ja, das stimmt, diese Debatte hatten wir und sie ist ähnlich gelagert. Es ging aber nur, in Anführungszeichen, um Regeln für Urheberrechtsverletzungen. Jetzt soll es um allgemeine Regeln gehen, also wie Plattformen grundsätzlich mit Inhalten umgehen sollen, die gegen Gesetze oder eigene AGB verstoßen. Also sehr viel breiter. Die nächste Frage ist, warum brauchen wir dafür eine europäische Regelung? Weil viele Mitgliedstaaten bereits jetzt aktiv sind und eigene Gesetze auf den Weg bringen. In Deutschland haben wir zum Beispiel das NetzDG, Frankreich hat neulich ein Gesetz gegen Hassrede im Internet erlassen. Und wenn diese Gesetze unterschiedliche Auflagen für Plattformen enthalten, führt das zu einer Zersplitterung des digitalen Binnenmarkts. Und in der Praxis heißt das, kleine europäische Plattformen stehen vor einem Labyrinth aus nationalen Regeln und werden sich niemals gegen große etablierte Konzerne auf dem Markt behaupten können. Das Internet kennt keine Grenzen. Und ich bin der Meinung, dass die Grundrechte aller Europäerinnen und Europäer auch online gleichermaßen geschützt werden müssen. Und deswegen brauchen wir endlich klare, eindeutige Regeln, die festlegen, in welchen Fällen und nach welchen Verfahren Plattformen Inhalte löschen können. Weil gerade wenn immer mehr Teile des öffentlichen Lebens online stattfinden, Corona hat uns das jetzt nochmal deutlich gezeigt, es mittlerweile um nichts Geringeres als die Frage geht, wie die Meinungsfreiheit im Netz geschützt werden kann. Kleiner Exkurs, auch ein Video von mir war in der letzten Woche für einige Stunden nicht abrufbar, weil Xavier Naidoo's Rechteverwertungsfirma das Video hat sperren lassen wollen, weil ich angeblich Urheberrechte verletzt habe. Habe ich nicht, ich habe Zitatrecht benutzt. Aber da hätte man sehen können, dieses Video wäre durch einen Uploadfilter nicht durchgegangen und wäre dann nicht sichtbar gewesen. Also ein klarer Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Es ist wieder da und oben nochmal verlinkt. Soweit zum Hintergrund. Ich will euch jetzt kurz schildern, wie die Rechtslage aktuell aussieht und dann stelle ich euch vor, was in meinem Bericht drinsteht. Das wird ein bisschen länger, also holt euch am besten einen Kaffee oder ein alkoholfreies Getränk. Dauert wirklich ein bisschen, ist aber, wie ich finde, recht spannend und ich freue mich natürlich über euer Feedback. Die aktuellen Regeln sagen, dass Plattformen grundsätzlich nicht für Rechtsverletzungen durch Inhalte haften, die von Userinnen und Usern erstellt oder hochgeladen wurden. Sobald eine Plattform aber darüber Kenntnis hat, dass ein bestimmter Inhalt rechtswidrig sein könnte, macht sie sich haftbar, wenn sie nicht unverzüglich handelt. In der Regel bedeutet das, dass die Plattform den Inhalt auf Konformität prüft und gegebenenfalls löscht. Das hat in der Praxis zu einem System geführt, das wir Notice and Action nennen. Plattformen werden notifiziert und werden dann tätig. Das Problem mit Notice and Action ist aber, dass es keine klaren Standards für das Verfahren gibt. Jede Plattform entscheidet selbst, wie sie mit solch einer Notifizierung umgeht.
Und dazu kommt, dass mittlerweile mehr und mehr online gepostet wird, was dazu führt, dass auch mehr und mehr Inhalte notifiziert werden, die Plattformen also viel mehr Inhalte prüfen müssen. Viele Plattformen setzen deshalb Algorithmen mittlerweile ein, um notifizierte Inhalte zu überprüfen. Und hier liegt ein fundamentales Problem. Plattformen sind private Unternehmen und nicht öffentlich rechenschaftspflichtig. Sie handeln danach, um Risiken für sich zu minimieren. Haftungsrisiken oder finanzielle Risiken, zum Beispiel durch Strafzahlung. Das kann dazu führen, dass die Plattformen mehr Inhalte löschen, als eigentlich nötig wäre, vor allem dann, wenn Uploadfilter eingesetzt werden. Und egal wie die Entscheidung der Plattform ausfällt, bestimmte Inhalte zu löschen oder nicht, es wird in jedem Fall ein wichtiges Rechtsprinzip untergraben. Die finale Entscheidung, ob ein Inhalt rechtswidrig ist oder nicht, muss durch ein Gericht geklärt werden und nicht durch ein Privatunternehmen. Was ist also mein Vorschlag, um dieses Problem zu lösen? Ich will ein klares Verfahren für das Notice-and-Action-System. Es braucht Standards für dieses Notifizierungsverfahren, an das sich alle Plattformen halten. Zum Beispiel braucht es für das Verfahren klare Fristen. Die habe ich deswegen in Artikel 6 vorgeschlagen. Damit jemand nicht willkürlich Inhalte meldet, muss eine Meldung ausreichend begründet sein. Artikel 7. Und ganz wichtig, bevor die Plattform eine Entscheidung trifft, ob der gemeldete Inhalt gelöscht werden soll oder nicht, muss der Uploader darüber in Kenntnis gesetzt werden und ausreichend Informationen darüber erhalten, wie er Einspruch erheben kann. Artikel 8. Einige Plattformen wenden bereits diese Standards an, aber das Problem ist eben, dass dieses Verfahren nirgendwo verankert ist. Der User muss es sozusagen gegenüber der einzelnen Plattform durchsetzen. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Ich will eine gesetzliche Garantie für die Meinungsfreiheit. Ein weiterer Punkt, der fundamental ist, ist der Zugang zu Rechtsbehelfen für den Fall, dass eine Plattform falsch entschieden hat und Inhalte löscht, die eigentlich online hätten bleiben dürfen. Im Normalfall kann man gegen eine solche Entscheidung vor Gericht sehen. In der Praxis kommt es kaum dazu, weil solche Fälle zu oft als Bagatellen abgetan werden. Und die Rechte der User zu schützen, schlägt mein Bericht hier vor, dass die Mitgliedstaaten unabhängige Schlichtungsstellen einrichten müssen, bei denen User gegen eine Löschung vorgehen können. Siehe Artikel 13. Das garantiert einen schnellen und effizienten Zugang zur Justiz für die Userinnen und User, deren Inhalte fälschlicherweise gelöscht wurden. Und natürlich kann ein User oder eine Userin auch weiterhin vor Gericht klagen. Das habe ich explizit in Artikel 13 Absatz 3 vorgesehen. Denn ich will, dass das Internet demokratisch geregelt wird und nicht von privaten Hilfssharers überwacht wird. Soweit die Kernpunkte meines Berichts. Aber wer soll kontrollieren, dass sich die Plattformen auch daran halten? Die Transparenz- und Verfahrensstandards für das Notice-and-Action-Verfahren soll per Verordnung ein verpflichtender Bestandteil der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform werden. Das habe ich in Paragraph 2 geschrieben. Kontrolliert wird das Ganze dann von einer europäischen Agentur, die regelmäßig aufgrund von Rechenschaftsberichten prüft, ob die Plattformen die vertraglichen Rechte der Nutzerinnen und Nutzer, die in der Verordnung verankert sind, auch tatsächlich einhalten. Paragraph 5 und 6. Und wenn die Plattform Algorithmen für die Moderation von Inhalten einsetzt, soll die Agentur auch diese Algorithmen prüfen, um sicherzustellen, dass keine diskriminierenden Moderationspraktiken angewandt werden. Paragraph 5. Und damit auch wirklich ganz sicher ist, dass diese Regeln auch angewandt werden, soll die Whistleblower-Richtlinie, die wir gerade verabschiedet haben, angepasst werden. Das habe ich in den Erwägungsgrund 18 geschrieben. Zur Whistleblower-Richtlinie mache ich nochmal ein extra Video. Da ist nämlich gerade etwas sehr Problematisches unterwegs. Das Bundeswirtschaftsministerium will den Anwendungsbereich möglichst reduzieren, was dazu führen würde, dass es dann doch wieder keine Whistleblower gibt. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für ein neues Video. Was ist aber mit Inhalten, die zwar legal sind, aber trotzdem einen schlechten Einfluss auf die Gesellschaft haben könnten, wie zum Beispiel gezielte Desinformation, Clickbait, Verschwörungstheorien, Looking at You, Xavier Naidoo und Propaganda? Diese Inhalte fallen unter die Meinungsfreiheit und können nicht einfach gelöscht werden. Das ist mir wichtig. Nicht, dass mir irgendjemand vorwirft, ich möchte hier irgendwie auch krude Theorien sozusagen löschen. Nein, auch das kann unter die Meinungsfreiheit fallen und ist erstmal geschützt. Wenn wir das tun würden, würde das nämlich die von mir angesprochene Zensur bedeuten. Und das ist für mich, wie ich sage, mit dem Ideal des freien, offenen Internets nicht vereinbar. Das Problem ist eher, dass diese Inhalte verstärkt Nutzern angezeigt werden auf Newsfeeds und in Vorschlägen, welches Video du zum Beispiel als nächstes sehen solltest. Und da müssen wir uns tatsächlich fragen, warum werden solche Inhalte eigentlich immer wieder nach oben gespült?
Warum erreichen sie so eine große Reichweite? Und meiner Meinung nach hat das mit dem Geschäftsmodell von Plattformen zu tun. Die meisten Social-Media-Plattformen sind im Grunde große interaktive Litfaßsäulen. Die machen Spaß, sind unterhaltsamer als die Litfaßsäulen, aber ich glaube, der Vergleich passt ganz gut. Geld verdienen sie damit, dass sie ihren Nutzerinnen und Nutzern, also euch und mir, Inhalte anzeigen, die genau auf sie zugestimmt sind und auf die Nutzer am wahrscheinlichsten klicken werden, was dann natürlich wieder zu Werbeeinnahmen führt. Jede Interaktion mit einem Inhalt wird für jeden Nutzer in ein individuelles Profil gespeichert, das dazu dient, dem Nutzer möglichst viel Werbung anzuzeigen. Wenn wir also verhindern wollen, dass wir ausschließlich nach dem Kriterium Inhalte angezeigt bekommen, die am meisten Aufmerksamkeit erregen, müssen wir gegen dieses Geschäftsmodell von gezielter Werbung vorgehen, die auf solchen Datenprofilen basieren. Und da soll der DSA meiner Meinung nach ansetzen, also ganz am Grund, indem wir einfach Nutzern mehr Kontrolle über ihre Profile geben, nachdem bestimmt wird, welche Inhalte sie am ehesten angezeigt bekommen, inklusive eines kompletten Opt-outs aus individueller, gezielter Werbung. Das wäre eine ganz schöne Ansage, ehrlich gesagt, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Und auch das soll als vertragliche Garantie für Nutzerinnen und Nutzer in der Verordnung verankert werden. Das schlage ich in Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 4 Absatz 4 vor. Und wir müssen auch klare Grenzen setzen, welche Daten auf Plattformen zu Werbezwecken gesammelt werden dürfen und welche eben nicht, insbesondere auf Webseiten von Drittanbietern. Das ist sozusagen die Grundidee dieses Berichts. Keine Entscheidung allein der Plattform, sondern eines Gerichts. Schnelles, geregeltes Verfahren mit Widerspruchsmöglichkeiten und vor allen Dingen schauen wir uns das Modell an, wie Plattformen Geld verdienen und kommen damit, glaube ich, zu einer Regelung, die sehr gut für die Meinungsfreiheit ist, Verschwörungstheorien allerdings nicht so großen Auftritt bereitet und wir kommen somit zu abgewogenen Ergebnissen meiner Meinung nach. Aber es gibt ja auch noch andere Player und ich entscheide ja nicht alleine. Das ist auch gut so in einer Demokratie. Deswegen die Frage, wie geht es jetzt weiter? Mein Bericht wird jetzt gerade in alle EU-Amtssprachen übersetzt. Im Moment liegt der leider nur auf Englisch vor, weil wir ihn auf Englisch geschrieben haben. Ich verlinke ihn euch aber jetzt schon mal unter diesem Video. Im Mai, wenn alles klappt, wir sind ja schließlich immer noch digital unterwegs und da funktionieren die Systeme nicht immer, werden wir dann im Rechtsausschuss über den Bericht sprechen. Da werde ich ihn präsentieren. Dann stellen alle anderen Mitglieder Änderungsanträge. Und meine Aufgabe als Berichterstatter wird es dann dafür zu sorgen, dass der Bericht eine Mehrheit bekommt. Und zu diesem Zweck muss ich mir alle Änderungsanträge, und seien sie noch so abwegig, anschauen und daraus dann ein Kompromisspaket basteln. Das heißt, am Ende des Tages kann der Bericht ganz anders aussehen als jetzt. Aber ehrlich gesagt werde ich alles dafür tun, dass er möglichst so aussieht wie jetzt. Aber wie gesagt, am Ende brauche ich einen Kompromiss, um eine breite Mehrheit für diesen Bericht zu bekommen. Andererseits muss ich natürlich auch darauf beachten, dass der Bericht in sich schlüssig und kohärent bleibt und ich von meinen Kernpositionen nicht abweiche. Danach wird der Bericht im Ausschuss mit allen Änderungsanträgen abgestimmt, inklusive der Kompromisse. Danach geht der Bericht ins Plenum, um nochmal vom ganzen Parlament bestätigt zu werden. Somit steht dann die Positionierung des Parlaments zu diesem Thema fest und die Kommission hat die Möglichkeit zu sehen, auf welche Punkte und Forderungen sie eingehen soll. Und wenn eine breite Mehrheit hinter so einem Initiativbericht steht, dann hat die Kommission natürlich schon eine leise Idee davon, welchen Vorschlag sie machen muss, damit der am Ende durch das Parlament angenommen wird. Wenn wir also jetzt eine gute Arbeit gemacht haben, spiegelt sich unsere Position dann bereits im Kommissionsvorschlag zum Digital Services Act wider. Ob das passiert, kann ich euch noch nicht sagen. Wenn nicht, haben wir tatsächlich eine offizielle Positionierung des Parlaments, die uns in den Verhandlungen später gegenüber der Kommission stärkt, wenn wir dann Änderungen am eigentlichen Gesetzestext mit der Kommission und dem Rat verhandeln. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Wie gesagt, jetzt erstmal die Verhandlungen im Ausschuss und dann in der Kommission. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video einen kleinen Einblick da rein geben konnte, was ich während meiner Zeit sozusagen im Homeoffice tue und was mein Team in der Zeit im Homeoffice tut. Also wir drehen nicht einfach Däumchen, sondern wir arbeiten inhaltlich natürlich weiter. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik zu diesem Bericht habt,
Schreibt mir gerne in die Kommentare, schreibt mir eine Mail, schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, das ist jetzt der letzte Appell, lasst doch gerne einen Daumen da, wenn es euch besonders gut gefallen hat. Abonniert den Kanal und wenn ihr ganz verrückt drauf seid, aktiviert ihr auch die Glocke. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Thank you.